Selbst nachdem sie 11 Bücher geschrieben und mehrere renommierte Auszeichnungen gewonnen hatte, konnte Maya Angelou den nagenden Zweifel nicht abschütteln, dass sie ihre Erfolge eigentlich gar nicht verdient hatte. Albert Einstein erlebte etwas Ähnliches. Er beschrieb sich selbst als einen unfreiwilligen Hochstapler, dessen Arbeit nicht so viel Aufmerksamkeit verdiene, wie sie erhalten hatte. Erfolge auf dem Niveau von Angelou oder Einstein sind selten, doch das Gefühl, ein Betrüger zu sein, ist extrem weit verbreitet. Warum fällt es so vielen von uns so schwer, das Gefühl abzuschütteln, unsere Erfolge nicht verdient zu haben? Warum glauben wir, dass unsere Ideen und Fähigkeiten die Aufmerksamkeit anderer nicht wert sind? Das Hochstaplerphänomen, die Hochstaplererfahrung oder das Imposter-Syndrom. Es als Syndrom zu bezeichnen, verharmlost, wie universell dieses Gefühl wirklich ist. Es ist keine Krankheit, keine Störung und kein Zeichen von Schwäche. Und es ist nicht zwangsläufig verbunden mit Depression, Angst oder geringem Selbstwertgefühl. Also, woher kommen diese Gefühle überhaupt? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Voices of Growth, dein Podcast für Psychologie, emotionale Heilung und innerer Wachstum. Und natürlich echte persönliche Entwicklung. Ich bin Gülisek und heute werde ich über den Hochstapler-Syndrom sprechen. Imposter-Syndrom. Aber ich werde heute auch mehr den Begriff Hochstapler-Syndrom nehmen als Imposter-Syndrom, weil das ist irgendwie für mich simpler. Das Imposter-Syndrom oder Hochstapler-Syndrom genannt, entsteht nicht, weil du inkompetent bist. Es entsteht, weil du gewachsen bist und weil dein Gehirn sich noch nicht daran gewöhnt hat an diesem Wachstum und immer noch an der alten Version festhält. Psychologisch passiert genau Folgendes. Du erreichst Dinge, wovon du damals geträumt hast. Und nach all dem wirkt plötzlich dein Erfolg wie ein Zufall und du wartest innerlich, entlarvt zu werden. Und jetzt kommen wir zu der Wahrheit, die kaum jemand ausspricht über den Hochstapler-Syndrom. Oder allgemein über deinen Erfolg. Denn je größer dein Erfolg ist, desto lauter wird die innere Stimme, die dich schützen will. Also nicht bremsen, sondern schützen. Und diese Stimme, die dich schützen möchte, gehört ganz allein dir. Und die Stimme weiß inzwischen nicht, dass du weiter bist. Die meisten denken, dass der Hochstapler-Syndrom oder Imposter-Syndrom mehr Menschen betrifft, die kein Selbstbewusstsein haben. Aber genau das stimmt nicht. Vor allem betrifft es Ärztinnen oder Ärzte, Unternehmerinnen oder Unternehmer, Künstler, Studierende, Eltern, CEOs und Menschen, die in ihrem Umfeld als stark bezeichnet werden. Ich habe mitbekommen, dass Menschen, die Millionen Unternehmen führen, nachts nicht schlafen können. Und vor allem wegen den einzigen Gedanken, was, wenn ich alles gar nicht verdient habe? Doch genau der Punkt ist, Zweifel entsteht nicht, weil du schlecht bist, sondern weil du bewusst bist, weil du Verantwortung trägst, weil du reflektierst, weil dir etwas an deiner Arbeit liegt und du motiviert bist. Menschen ohne Ansprüche kennen dieses Gefühl nicht, nur die Menschen, die wirklich an sich glauben und an sich auch arbeiten und selbstverständlich danach auch wachsen. Gerade wenn du denkst, dein Erfolg kommt durch Glück, Zufall, glücklichen Umständen oder mit den Gedanken, die anderen sind besser als ich. Also diese Konkurrenzgedanke oder diese Wettbewerbgedanke, aber indem du dich auch selber runtersetzt. Jetzt hört mir genau zu. Glück allein bringt dich nicht an dein Ziel. Doch harte Arbeit ohne Gelegenheiten auch nicht. Also ja, vielleicht hattest du auch Glück, aber du musstest es ergreifen. Du bist aufgetaucht, du hast diese Chance sofort ergriffen. Du hast es nämlich gespürt, dass du genau das brauchst. Und du hast dich weiterentwickelt, du hast hart dran gearbeitet. Also ist es kein Zufall. Das nennen wir Kompetenz. Und natürlich habe ich eine kleine Selbsthilfemöglichkeit euch vorbereitet. Und heute sprechen wir über 3 Werkzeuge, die euch helfen können, dass ihr aus diesem Syndrom rauskommen könnt. Erstens, reframe deine Gedanken. Sag nicht, ich bin fake. Sag, ich befinde mich im Wachstum. Wachstum fühlt sich ungewohnt an. Zweitens, sammle Beweise. Notiere. Notiere immer deine Schritte für dich selbst. Führe ein Tagebuch oder einen Notizblock, wenn du jetzt nicht Texte schreiben möchtest, wo du zum Beispiel mal, was ich jetzt persönlich für mich mache, ist, ich schreibe meine kurzen Erfolge für den Tag, was ich zum Beispiel für 5 Minuten gemacht habe oder für eine halbe Stunde gemacht habe. Und das notiere ich in meinem schönen schwarzen Buch. Und was auch ganz wichtig ist, wenn du dir das aufschreibst, sagst du immer wieder, wie erfolgreich du eigentlich bist. Das nimmt dir dein Unterbewusstsein auf und irgendwann mal versteht dann dein Kopf, aha, ich habe das durch die harte Arbeit bekommen und nicht durch Zufall oder Glück und ich verdiene das nicht. Ganz im Gegenteil. Du redest das immer wieder mit dir oder besprichst das immer wieder mit dir und dann verstehst du dich selbst. Und dann geht dieses Syndrom auch weg. Das ist ja nur ein Syndrom, ist jetzt keine Krankheit. So, jetzt sprechen wir als 3. Punkt Fehler. Ja? Fehler sind Beweise dafür, dass du bereit warst, alles zu machen für dein Ziel, für deinen Traum. Fehler zeigen nicht, dass du unfähig bist, sondern dass du auch lernst, dass du gut auf deinem Weg bist und dass du das auch alles aufnimmst, was auf dich zukommt. Würdest du jemanden verurteilen, der gerade etwas Neues beginnt? Nein. Aber das tust du gerade bei dir und das ist ja auch falsch. Die Wahrheit ist, dass niemand auf dieser Welt deine Geschichte hat.
Und niemand hat diese Kombination aus Erfahrung, Wunden, Siegen, Erkenntnisse, Traumata, Stärken und Perspektiven. Und genau das ist deine Superkraft. Und sobald du beginnst, diese Wahrheit anzunehmen, wird dir klar, du bist nicht da, wo du gerade bist, weil du Glück hast, sondern du bist da, weil du es geschafft hast. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Wenn dich dieses Thema berührt hat oder wenn du da irgendwelche Anhaltspunkte hast, die mich auch interessieren könnten, freue ich mich natürlich, wenn ihr in den Kommentaren kommentiert und uns über Insta oder TikTok erreichen könnt oder wollt. Natürlich freue ich mich jede Woche Donnerstag um 18:30 Uhr auf euch. Wir sind auf Spotify, Apple Podcast und YouTube für euch da. Ich werde wahrscheinlich auch bald auch einen neuen Kanal einrichten, wo ich auch meine alte Podcast-Folge noch mal hochladen werde, weil ich erfahren habe, dass das System von YouTube wohl Shorts und lange Videos nicht so akzeptiert. Und ich möchte euch mit meinen langen Videos vor allem erreichen, weil es ist echt sehr viel Arbeit. Ich setze mich hin, schreibe mein Skript und hoffe immer, dass ich da jemanden da draußen erreichen kann und helfen kann. Und es ist natürlich super schade, wenn ich euch damit nicht erreichen kann. Deswegen werde ich natürlich für mich dafür eine Lösung finden und freue mich natürlich auf eure Unterstützung, wenn ihr meinen Kanal abonniert, weil es ist wichtig, dass die langen Kanäle, die langen Videos von euch gesehen werden und auch abonniert werden und dementsprechend dann auch nach draußen rausgehen, weil wer weiß, vielleicht erreichen wir wirklich einige Menschen da draußen, die genau dieses Video gerade brauchen und extrem glücklich sind, das auch bekommen zu haben, weil es mein größter Wunsch ist und ich deswegen Voices of Growth auf die Beine gestellt habe. Sage es ja, passt gut auf euch auf. Ich hoffe, dass ihr gut auf euch Acht gibt. Seht euch, nimmt euch wahr, nimmt euch ernst und ihr seid sehr wichtig. Für mich seid ihr auf jeden Fall sehr wichtig. Jeder einzelne von euch. Fühlt euch von mir gedrückt und geküsst und bis zur nächsten Woche. Tschüss! Herzlich willkommen zurück zu deinem Podcast oder auch Kanal Voices of Growth. Dein Podcast für innere Wachstum, innere Stärke und Psychologie. Ich heiße Gidise. Heute wird es sehr persönlich. Weil ich auf den Weg gegangen bin. Heute spreche ich über toxische Beziehungen und Narzissten. Heute die aus Sicht von Vera Westby uns helfen können. Du bist sehr wichtig.